Hallihallo, und zwar zu einem neuen kleinen Tutorial, und wie man schon am Thumbnail und am Titel erkennt, geht es wieder mal um eine Bethesda-Mechanik, und zwar um ihren berühmten Kompass. Ich habe jetzt als Design mal den Kompass von Skyrim genommen, aber der Skyrim-Kompass und der Fallout-Kompass sind halt beides genau dasselbe, es hat halt nur ein anderes Design so. Also ich gehe mal in Play-Mode und zeige den einmal. So, und wie wir sehen, haben wir jetzt, ist hier der Player und vor uns ist angeblich diese Stadt, wo angeblich auch ein Missionsziel ist. Dieses Missionsziel ist variabel, so dass wir das immer ein Target setzen können, so dass das auch immer verfolgt, wie wir sehen. Hier ist angeblich diese Stadt, die sich jetzt merkwürdigerweise bewegt, und da vorne bei diesem roten Punkt, da haben wir zum Beispiel eine Höhle, die noch nicht entdeckt ist. Also drehe ich mal unseren Spieler und wie wir sehen, dreht sich auch der Kompass oben mit Norden, Nordosten. Jetzt gucken wir jetzt nach Osten, jetzt nach Südosten, jetzt nach Süden, dann wieder nach Südwesten. Und wie wir sehen, oh, da ist ja noch eine Stadt in der Nähe. Dann gucken wir nach Westen und dann sehen wir wieder da die Stadt mit dem Missionsziel. Und da vor uns ist angeblich eine Höhle. Dann gehen wir da einfach mal drauf zu. Und umso näher wir der Höhle kommen, und auf einmal wird das Icon auch größer. Es ist jetzt noch ein bisschen dunkel, weil wir haben die Höhle noch nicht entdeckt. Und wenn wir genau vor der Höhle sind, dann wird das Icon hell, denn wir haben die Höhle jetzt offensichtlich entdeckt, weil wir nah genug dran sind, dass wir sie offensichtlich sehen können, den Eingang. Ja, und wie wir auch sehen, das Icon wird dann größer und überlappt so ein bisschen über der UI. So hat das auch Bethesda gemacht. Und so haben wir dann hier den originalen Bethesda-Kompass. Und wie wir sehen, das mit den Norden etc. funktioniert alles wunderbar. Gut. Das wird jetzt eine gute Nummer. Das wird jetzt ein bisschen was. Also, wir müssen ein paar Dinge machen. Zum einen müssen wir einmal auf unserem Player selbst, also auf unserem Player, der sich nur in der Y-Achse dreht, also nicht auf die Kamera, packen wir nochmal eine extra Kamera. Die Kamera setzen wir dann einmal hier an der Seite, sehen wir Projection, und da setzen wir das einmal auf Opograph, also einfach hier dieses Top-Down runter machen, Opograph setzen, und dann setzen wir die Size einmal auf 10 und dann bei Clipping Paneled Near setzen wir das einmal auf 0 und bei Far setzen wir eine extrem hohe Sichtweite. Je größer eure Map ist, desto höher setzt die Sichtweite. Ich habe sie jetzt pauschal auf 1 Million gesetzt, so, aber wenn ihr wirklich eine richtig hohe Map, also eine richtig große Map habt, dann setzt es auch noch sehr viel größer, denn wir wollen die Icons zum Beispiel, die lassen wir so einblenden, wie wir das möchten, aber zum Beispiel unser Missions-Icon oder unser Map-Marker-Icon, das wir selber gesetzt haben, das wollen wir ja immer sehen können, egal wie weit entfernt es ist, und deswegen muss das dann auf einer schön hohen Zahl sein. So, dann können wir aber für die Kamera Post-Processing und alles einmal ausmachen, alles komplett ausmachen, Oculus Culling, alles weg, komplett alles weg. Und dann erstellen wir einmal einen neuen Layer, hier oben einfach auf Layer, und dann gehen wir auf Add Layer und erstellen den Layer Kompass. Und dann gehen wir hier einmal bei Culling Mask und machen da einmal alles aus und machen nur Kompass an. Dann in unserer Hierarchie machen wir einmal einen Rechtsklick und erstellen eine neue Render Texture, einmal auf Create und dann einmal hier irgendwo in der Mitte, da ist es schon, und zwar ein Render Texture, und das Render Texture gibt dir dann die Größe bei der X-Achse, macht ihr dann 2048 und bei der Y-Achse 1024, sodass wir ein bisschen breiter gezogenes Bild haben, und dann gehen wir auf die Kamera und scrollen etwas runter und dann packen wir das auf das Output Texture, ziehen wir die Render Texture rein und dann haben wir das auch schon, und dann passt die Opograph Kamera sich so an, dass sie auch die Size dieses Render Textures hat. So, das wäre dann schon mal der Player. Die Kamera selbst muss aber noch auf eine bestimmte Höhe, denn wir wollen ja diese Icons und sonstige Sachen wollen wir ja natürlich in der Welt rendern, sodass wir damit arbeiten können. Wir können das natürlich pauschal jetzt auf derselben Höhe machen, weil wenn wir einfach bei unserer Main-Kamera das Rendern ausschalten, dann ist das ja so gesehen nicht sichtbar, dieses Icon, aber dann gibt es halt so ein Problem mit Höhenunterschieden und sonstige Sachen. So, wenn ein Objekt jetzt zum Beispiel auf diesem Berg dort ist oder sonstige Sachen oder dieser Stadt oder irgendwie Anhöhe, dann haben wir da ein Problem. Deswegen machen wir uns einfach einen Integer als Draw Layer, also eine Höhe, wo die Icons gerendert werden. Und da nimmt man dann einfach von dem höchsten Punkt, also jetzt zum Beispiel hier dieser Berg, nimmt man dann einfach
man dann einfach die Position in Y, wie hoch das ungefähr ist. Und dann kann man einfach pauschal sagen, einfach 1000 dazu rechnen und dann passt das schon, weil da wird dann offensichtlich nichts sein. Und dann kann man die Kamera einfach schon mal auf den Draw Layer nehmen und dann ein bisschen die Höhe anpassen, so dass es dann alles mittig ist. Da habe ich jetzt einfach, der Draw Layer bei mir ist jetzt 2001, also habe ich ihn jetzt hier 1998 gemacht, so dass die Icons auch schön in der Mitte sind. So, dann kommen wir jetzt erstmal zum UI-Aufbau des Kompass selbst. Also mal hier groß, gehe mal in die 2D-Ansicht und dann gehe ich einmal zu unserem Canvas. So, wenn ihr ein neues Canvas erstellt, kann es passieren, dass ihr einen Fehler geworfen bekommt, also eine Exception bekommt, denn ihr müsst das Event-System einmal updaten. Ich habe das jetzt hier schon geupdatet, aber dann taucht hier ein Button auf, wo ihr das updaten könnt. Das wird noch nicht automatisch gemacht. So. Und dann im Canvas machen wir als allererstes ein ganz normales Image, also ein ganz normales Bild. Und da kommt dann unser Rahmen von unserem Kompass rein. Wie ich habe jetzt hier einfach den Skyrim-Rahmen rausgerippt, passt schon. Und einfach in diesem Rahmen packen wir nochmal ein Image rein. Und dieses Image ist dann unsere Maske. Wie wir hier sehen, ich kann euch mal zeigen, so, das ist die Layer-Maske, die wir erstellen. Und so croppt ihr dann einfach dieses Image zusammen. Dann geht ihr einfach auf Add Component und sucht einfach Mask, also M-A-S-K. Und dann habt ihr das auch schon, denn jetzt wird alles im unteren Bereich abgeschnitten und nicht sichtbar, außer es ist innerhalb dieses Images. Und wie wir auch sehen, das Image wird automatisch unsichtbar. So, dann erstellen wir uns einmal ein Pivot Image und dieses Pivot Image, wie wir sehen, es wird jetzt nur in der Maske angezeigt und wir machen da aber etwas anders, und zwar, wie wir hier schon sehen, das Image ist extrem groß, denn wir stellen die Höhe einmal auf 100, so dass es schön etwas breiter ist, etwas höher ist, und die Breite setzen wir auf 3600. Denn wir wollen ja eine 360-Grad-Sicht, also ergo nochmal hochrechnen, machen wir 3600. Und in diesen Pivot packen wir dann einfach einen Text-Component, also jetzt zum Beispiel TextMesh Pro. Ich mache mal kurz die Map aus, damit wir das auch sehen. So, und dann haben wir hier als erstes einmal den Nordpunkt, denn wir müssen alles so ausrichten, dass es halt nach Norden zeigt. Also einfach eurem Player, wenn euer Player in der Welt ist, die Rotation auf 000 stellen, damit die Kamera genau nach vorne guckt. Und dann könnt ihr da die Nordstelle einmal so platzieren, dass sie genau in der Mitte ist von eurer Ansicht. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr einmal den Südpunkt machen. Der Südpunkt zum Beispiel ist jetzt hier ganz links, und zwar bei minus 1600, logischerweise. Dann machen wir nochmal einen Südpunkt, und zwar mit 1600, also genau nochmal auf der anderen Seite, so dass wir dann nämlich einmal das loopen können. Weil wenn wir den Kompass natürlich uns einmal um 180 Grad gedreht haben, dann müssen wir den Kompass ja loopen, ergo müssen wir von dieser Seite hier auf diese Seite springen. Deswegen brauchen wir zweimal einen Südpunkt. So, dann können wir natürlich die anderen Punkte machen, also hier einmal den Ostenpunkt machen, der ist dann natürlich bei 800, dann natürlich den Westen, der ist dann bei minus 800, und dann kann man natürlich jetzt hier so Abtrennlinien machen, so wie ich sie da reingepackt habe. Dann haben wir noch Nordwesten, das ist dann minus 400, ist ja klar. Und dann können wir da noch den Südwesten machen, minus 1200. Das könnt ihr dann einfach simpel ausrechnen. Und dann hier können wir noch diese Trennlinien machen, so dass man da noch so eine Zwischenlinie hat, einfach mit dazu. Und dann haben wir da auch schon diesen schönen Kompass-Sicht. So, das kommt dann alles unter den Pirate und ist dann auch nur dann so sichtbar. Gut. Dann erstellen wir nochmal ein Image, und zwar ein RAW-Image. Wir müssen ein RAW-Image benutzen, denn nur RAW-Images können Render-Textures darstellen. Und das macht ja einfach nur den Bounce so, dass die Icons angezeigt werden können und dass er innerhalb des Kompasses ist, also nicht da drüber lüppert. Und dann einfach nur hier bei RAW-Image unsere Render-Texture reinziehen, also unsere Kompass-Textur. Und dann können wir das anmachen, so, und dann würden auch alle Icons angezeigt werden. So, um den Kompass zu drehen und zu bewegen, müssen wir jetzt erstmal ein Skript machen. Das nennen wir einfach Kompass und ziehen auf unseren Player drauf. Und dann im Kompass-Skript sagen wir als erstes, brauchen wir einmal das Rect-Transform von unserem also von unseren Koordinaten von unserem Kompass. Also sagen wir hier einmal Public Rect-Transform und dann einfach nie ohne Seife waschen. Norden, Osten, Süden, Westen. Kennt man ja. So, und dann einmal in der Update-Methode, Update,
brauchen wir jetzt einmal die Rotation von uns selbst, aber die Originalrotation, wie wir sie auch wirklich haben. Also var r ist gleich transform.local und dann Euler Angels. Und so haben wir dann unsere Originalrotation, wie wir sie auch in der Hierarchie haben, also im Inspektor stehen haben. Dann brauchen wir einmal die Position von unserem Kompass Pivot Point. Also sagen wir einmal var Position einfach p und dann sagen wir nie ohne weiter waschen. Und dann sagen wir einfach Anker, also Anker Position. So haben wir dann direkt unseren mittleren Punkt, weil unser Image hat ja zwar 3600 und hat ja eine Mitte. Die Direction muss mittig sein, nicht vergessen. Und dann rechnen wir jetzt einfach das aus, ob wir uns jetzt um 180 Grad gedreht haben. Und wenn wir uns um 180 Grad gedreht haben, dann soll er einmal schnell auf die andere Seite springen von dem Image, so dass er sich selbst loopt. Also als erstes brauchen wir einmal eine Variable, einfach v, und sagen da math.f invert lerp, damit wir einen Wert von 0 bis 1 kriegen. Und da sagen wir dann 0 bis 180. Und zwar, wie rechnen wir das? Einmal mit der Rotation auf der y-Achse. So, dann brauchen wir noch den zweiten Wert, und zwar für, sagen wir v2 ist gleich mathf.invert lerp, und zwar von 180 zu 360. Und zwar wieder von ry. So, dann haben wir ja schon logischerweise unsere beiden Rotationen. Jetzt ist aber die Sache, die Rotation selbst müssen wir ja auch bestimmen ab einem bestimmten Punkt, wann denn jetzt die Position x unseres Rect-Transforms sich verändern soll. Also nehmen wir jetzt nochmal eine Variable, also nochmal v3, und da sagen wir dann einfach math.lerp, und da sagen wir dann einfach von 0,5 bis 1, und zwar bei v. Also bei unserem Wert, den wir haben. Und dann können wir einmal abfragen in der Verzweigung, ist v größer oder gleich, und dann sagen wir einfach 0,99f. Also sind wir offensichtlich gerade bei 180 Grad. Dann sagst du bitte v3 minus gleich math.lerp, und dann nehmen wir einfach von 1 bis 0,5f, so dass wir das umgedreht haben. Und zwar mit dem Wert von f2. Und so loopen wir automatisch unsere Rect-Transform in der Position. Also sagen wir dann einfach Position x von unserem Rect-Transform ist gleich math.lerp, und zwar von 1600 bis minus 1600. So, und zwar mit dem Wert von f3. So, dann sagen wir noch unser nie ohne Seife waschen. Anker Position ist gleich Position. Also einmal unser P. Und dann haben wir da auch schon unseren Anker. Dann in Unity selbst müssen wir dann wieder etwas vorbereiten. Wie gehabt, das Script ziehen wir hier drauf und dann hier nochmal den Pivot Point einmal hier für den nie ohne Seife waschen Objekt. Da packen wir dann unseren Pivot Point rein von unserem, da ist das Objekt und da ist der Pivot. Den ziehen wir dann da rein ins Rect-Transform und dann haben wir das Ganze auch schon. So, jetzt erstellen wir einmal unsere Map-Marker, also unsere Icons, unsere Position-Marker, die wir dann einfach in der Welt platzieren können für Höhlen, Städte, Dörfer oder etc. irgendwas, was wir alles haben möchten. Also nehmen wir uns einfach mal zu Hilfe einen Cube. So, natürlich spawnt er am Arsch der Welt, wer kennt es nicht. So, komm mal her, So, und da nehmen wir einfach kurz unseren Cube zur Hilfe, setzen den einfach mal auf den Boden, so dass er da auf dem Boden drauf ist. So, dass wir einfach nur die Position haben, aber den Cube selbst brauchen wir nicht, also löschen wir einmal alles, was da drin ist. Remove Box, Remove Mesh und Remove This, so dass wir einfach nur eine klare Position haben. Und dann nehmen wir ihn statt Cube einmal Kompass Marker, also Kompass Mark, passt schon, so dass wir davon dann einen Prefab erstellen können und das dann individuell anpassen können für die jeweilige Stadt. So, dann kommt in den Kompass Marker ein Unterobjekt, und zwar dieses Mal wirklich ein Cube.
So, ein echter Würfel, denn dieser Würfel wird dann das Icon sein, das wir dann rendern. Dafür erstellen wir uns einmal ein Material, und da sagen wir einfach add, einmal hier Create, und dann sagen wir neues Material, das benennt ihr dann dementsprechend, und dann weist ihr den einmal bei der Render-Pipeline hier einmal an dazu. So, dann können wir da ein Image zuweisen und ein Image einfach zuweisen und eine Farbe abändern. Mehr wollen wir ja gar nicht. Das habe ich jetzt hier schon gemacht. Und dann haben wir jetzt hier, ups, welcher war es jetzt? Ich glaube der. So, und jetzt haben wir hier da einmal unser Material drauf mit unseren Icons. Übrigens für die Icons, logischerweise braucht ihr einmal ein Quest-Marker-Icon, ein Map-Marker-Icon und dann natürlich noch die Icons für eure Dings, für eure Städte, Höhlen, etc. Und da achtet darauf, dass die alle die gleichen Größe haben. Also meine Images hier sind jetzt alle 512. Also achtet darauf, ansonsten sieht das ein bisschen komisch aus und dann müsst ihr das Transform immer so eklig abändern. So. Jetzt sagen wir mal die hypothetische Höhe, die wir haben wollen, also unsere ungefähr Draw Layer, die machen wir aber noch variabel, so dass ihr das immer verändern könnt, ist jetzt bei 2001. Alright. So. Dann geben wir diesem Cube-Objekt, das unseren Icon darstellt, einfach den Layer Kompass, so dass wir ihn dann sehen können. Doch jetzt haben wir halt ein kleines Problem. Jetzt ist ja hier unser Cube. Eine Sekunde, wir schieben ihn mal kurz vor dem Spieler, so dass wir den dann auch sehen können. Wir machen da noch ein Gizmo-Drawing hin, so dass wir das dann immer sehen können. So, jetzt sehen wir, der ist offensichtlich genau vor unserem Spieler. Und die Höhe des Objekts ist ja schon im Drawn Layer. Wir sehen ja sogar, da sind die anderen Icons. So, jetzt haben wir da das Problem, er ist halt sehr klein, also müssen wir einmal die Größe anpassen, wie groß er denn ungefähr sein muss. In meinem Fall sind das dann 550 und in der Höhe dann 900. Aber jetzt haben wir halt das Problem, wir müssen die Icons ja mit der Kamera drehen. Denn wenn wir die Icons hier nicht mit der Player-Kamera drehen, wird etwas passieren. Einmal kurz hier gezeigt. Wenn ich mich jetzt nämlich einfach so drehe im Editor-Mode, ohne dass die Icons sich mitdrehen, sehen wir, die Icons verzerren so ein bisschen. Die gehen in Schräglage, weil man ja hier sehen kann, hier ist die Kamera, da ist die Kamera-View und da sind die Icons und dadurch, dass die Icons sich nicht mitdrehen, verzerren die Icons immer so ein bisschen und drehen sich halt natürlich nicht mit. Das sieht natürlich total beschissen aus. Deswegen lassen wir die Icons automatisch mitdrehen. Die Sache ist, dadurch, dass wir aber die Icons automatisch mit dem Player mitdrehen lassen, können wir jetzt unser Icon hier so nicht drehen. Also was machen wir? Wir haben die Größe 9, ergo sagen wir einfach -9 und schon haben wir die richtige Größe, schon haben wir dieselbe richtige Größe und wir können das Icon sehen, so wie es sein soll. Gut. Dann können wir von diesen dann machen wir für das Unterobjekt, also für den C-Marker, einmal ein C-Marker-Script. Das ziehen wir dann auf den Marker drauf. Und dann erstellen wir uns davon als erstes würde ich einmal eine Kopie davon erstellen, also von den C-Marker für den Quest und für den Target-Marker, einmal so. Und dann würde ich das Marker-Script draufpacken, das C-Marker-Script erstellen wir, packen das dann drauf, sobald wir das Prefab erstellt haben. Dann kann ich den ja löschen, weil ich habe ja schon. So, und dann gehen wir einmal in das C-Marker-Script, so, was dann die Städte und etc. bekommen werden. Als erstes brauchen wir natürlich ein Icon, was wir immer setzen können für das jeweilige Objekt. Also sagen wir einmal Sprite. So, und dann sagen wir Icon. So, dass wir dann für die Höhle oder für die Städte oder für Dörfer jeweils immer einen unterschiedlichen Dings haben, ein unterschiedliches Icon setzen können. Dann brauchen wir nochmal die Draw Layer, den ich ja schon erwähnt habe. Da sagen wir einfach ein Float und dann sagen wir Draw Layer, so dass wir den dann setzen können. Dann, damit wir nochmal ein Boolean, um zu gucken, haben wir denn diesen Ort schon entdeckt oder nicht. Also ist er jetzt noch dunkler oder ist er nicht dunkel. Also sagen wir public bool und dann sagen wir einfach entdeckt. So, sehr kreativ. Dann brauchen wir einmal die Distanz, also die maximale Distanz, die wir haben müssen, bis das Icon gedrawt wird, also bis das Icon angezeigt wird. Also sagen wir einmal public float. Und dann sagen wir einfach View Distance, so, dass wir wissen, wie weit es entfernt sein muss, dass wir es sehen können. Entschuldigung. Und dann nochmal eine minimale Distanz, ob wir es entdeckt haben, also ID. Okay, irgendwie unpassender Name, aber egal. So.
Dann einmal für das Visuelle, dass wir was sehen können, sagen wir einmal kurz hier Space 5, dass wir da ein bisschen Platz haben, dass das separiert ist. Und dann sagen wir für das Gizmo, um sie sehen zu können, einmal ein Float Radius, so, dass wir das bestimmen können. Und dann nochmal eine Farbe, dass wir das auch nochmal machen können. So, Color, passt schon. Dann brauchen wir einmal eine Kopie von unserem Material, denn wir wollen ja für jedes Objekt sein eigenes Icon erstellen, aber wir wollen ja nicht tausende Materials erstellen, deswegen erstellen wir das per Script. Und da sagen wir jetzt einfach hier ganz normal Material, so, einfach M, so. Und dann brauchen wir einmal die Transforms, einmal von unserem Unterobjekt, also von unserem Icon und das Transform von unserem Spieler. Also sagen wir einmal hier Transform. Und dann sagen wir einmal der Player und dann einmal unser Unterobjekt, also unser Kumpel. So. Jetzt ist die Sache, wir können auch, wenn wir jetzt das Transform Public machen, können wir den Spieler nicht direkt zum Prefabs dazuweisen. Das ist nicht möglich, weil es halt immer variabel ist. Das heißt, wenn wir davon ein Prefab erstellen, würde der Player automatisch entfernt sein und dann müsste man die Player immer wieder mit hinzufügen, was halt ein bisschen doof ist. Und erst recht, wenn man dann zum Beispiel einen Quest-Marker setzt oder einen Map-Marker setzt, dann wäre das ein bisschen blöd. Deswegen nehmen wir einfach einen Trick und zwar machen wir einen Player Searcher, indem wir uns eine Klasse machen, eine interne Klasse, die für uns den Spieler automatisch sucht. Dafür muss der Spieler das Tag Player haben, oder ihr könnt ihm natürlich auch einen anderen Tag geben, aber normalerweise nennt man den halt auch logischerweise Player, der ist sogar ein Default Tag. Und jetzt machen wir uns einmal eine interne Klasse, die wir dafür verwenden. Da sagen wir einfach Public Class. Und dann sagen wir PFS, Find a Player, Bit und dann einmal Doppelpunkt und dann sagen wir da Mono Behavior. So, hier drin sagen wir dann einmal bitte public.cMarker, also unser Marker-Objekt, was wir haben, da sagen wir einfach C. Und dann sagen wir einfach hier eine Methode, public void und wir nennen sie einfach Find Player. So. Mehr macht die auch nicht, die findet einfach nur den Spieler und dann löscht sie das Objekt automatisch. So können wir nämlich sagen, c.player ist gleich GameObject, jetzt hat er es klein gemacht, GameObject.find Player with Tag, also find Object with Tag und dann sagen wir da einfach als Tag Player. So, dann brauchen wir natürlich das Transform, also nochmal Punkt.transform. Und dann soll sich das Objekt selber zerstören, denn es hat seinen Zweck ja erfüllt. Also Destroy. Und dann können wir sagen GameObject, aber dieses Mal klein geschrieben. So, dann haben wir hier unseren kleinen Helfer. Und jetzt müssen wir den Helfer einmal instanzieren, bevor alles losgeht, denn wir brauchen die Variablen ja, um arbeiten zu können. Deswegen nehmen wir einmal die Awake-Methode und in der Awake erstellen wir dann einmal unser GameObject. Also der Player-Objekt, GP. Und da sagen wir dann einfach New GameObject, so, der braucht keinen Namen, dann sagen wir einfach gp.transform.parent ist gleich und dann sagen wir einfach transform.root.transform. So, warum machen wir das? Ganz einfach, denn mit der Methode GameObject find GameObject, das wird dann immer, wenn es aufgerufen wird in dem Objekt, sucht es nur innerhalb des Objektes, also in den unteren Childs, aber nicht mal in den Childs. Wenn die Childs auch Childs haben, werden die ignoriert, sondern nur die Child-Objekte, die in unserem Objekt drin sind. Alles andere wird ignoriert. Deswegen erstellen wir jetzt einfach ein GameObjekt und sagen einfach, dass dieses GameObjekt sein Transform-Parent von uns, der Root, also der Root-Transform ist, also unsere ganz normale Hierarchie. So suchen wir dann in der Hierarchie-Szene, also in der Hierarchie selbst. Gut, dann fügen wir natürlich ihm einmal ein Skript zu und speichern das zwischen. Also sagen wir einmal var pv ist gleich gp.addComponent. Und welche Component soll hinzugefügt werden? Einmal unser pfs. So. Und dann haben wir das auch schon. Dann können wir dadurch mit unserer Variable hier einmal damit interagieren. Also sagen wir einmal pfv.c ist gleich. Und dann können wir einfach sagen getComponent. Und dann sagen wir hier einfach cMark
So, und dann holt er sich automatisch von dem jeweiligen Game-Objekt, das dieses Script hat, also den jeweiligen Marker, der das Script hat, diese Instanz. Dass wir nicht immer eine Static-Instanz haben, wo alle das gleiche sind, sondern dass er dann direkt diese Objektinstanz nimmt. Dann rufen wir einmal natürlich die Methode auf, und zwar einmal .findPlayer. So, und dann haben wir das auch schon, und schon werden wir automatisch unseren Player finden. Gut. Dann brauchen wir einmal die neuen Instanzen für unser Material etc. und für unser Child Object. Also gehen wir einmal in die Start-Methode. Also einmal void start. So. Und dann sagen wir als erstes, unser Co-Objekt ist gleich transform get child. Und zwar welches Child? Einmal die Nummer 0. Transform. So, dann haben wir das. Dann erstellen wir einmal eine Kopie für unser Material, also einmal m ist gleich instance und dann sagen wir einfach nur co.getComponent und welches Component? Einmal sein Renderer, so, und dann sagen wir da einfach nochmal .material. So, und dann erstellen wir einfach eine Kopie von dem Material, was wir da drauf gesetzt haben, für das Icon, was wir erstellt haben. Dann müssen wir natürlich ihm noch sagen, dass er bitte das jeweilig neue Icon haben soll, also set texture. Und zwar dann einmal hier ein String unterstrich base map, genauso geschrieben, so ist das nämlich bei den Standard Unbit Shader. Und dann sagen wir natürlich einfach nur icon.textury. Icon.textury. So. Dann haben wir das gesetzt, dann müssen wir ihm natürlich noch die Kopie geben, also unserem Child-Objekt. Also sagen wir Child, also co, get Component, Renderer, Material ist gleich m. Und dann haben wir das auch schon, das Ganze. So, jetzt müssen wir unser Child-Objekt, unser Icon natürlich noch auf die Draw-Layer-Position setzen. Also sagen wir einmal var, vo sagen wir jetzt einfach mal, und da sagen wir co.position. So. Und dann sagen wir einfach vo.y ist gleich drawLayer. So, und dann können wir das einfach auf co.position ist gleich vo. So. Und dann haben wir automatisch die Höhe verändert von unserem Icon, aber nicht die X- und Z-Achse, damit logischerweise der nicht verschoben wird oder so. Jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass unser jeweiliges Objekt immer schön nach Norden ausgerichtet ist, also in dem, nach Z-1. Also sagen wir jetzt einfach nur transform.forward ist gleich vector3.vorwärts. So guckt dann automatisch unser Objekt, egal ob wir das aus Versehen ein bisschen verdreht haben oder sonst was, es guckt dann automatisch nach Norden und hat die ganz normale Rotation. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. So. Jetzt kommen wir zum Icon-Drawn selbst und das Updaten des Icons, und das machen wir nicht in der Update-Methode, sondern in der Late-Update-Methode. Einfach nur, weil wir wollen, erst wenn alles gerendert ist, wollen wir das updaten. So, als erstes brauchen wir einmal die Distanz zwischen unserem Map-Icon und unserem Player selbst. Also sagen wir einmal var, sagen wir einfach v.vector3.distance. Und da machen wir dann einmal einen neuen Vektor 3 rein, also Vektor 3. Und zwar auf der Position transform.position x, 0, transform.position.z. So, und dann einmal weiter, Klammer, ich springe mal in die nächste Zeile und da sagen wir dann wieder new Vector 3. Und der neue Vector 3 ist dann einfach nur unser Player Transform, also player.transform.x, 0, player.transform. Das ist ja schon ein Transform. Hoppla. Nicht Transform bei Player, sondern Position, logischerweise. Position Z. Das ist ja schon Transform. Position. So. Und dann Position Z. Und dann haben wir auch schon die Distanz zwischen uns und dem Map-Icon. Gut. Dann brauchen wir jetzt natürlich erstmal einen Wert, womit wir denn die Distanz bestimmen können. Aber wir brauchen einen Wert zwischen 0 und 1. Also sagen wir jetzt hier einfach nochmal ein float i. Und da sagen wir dann einfach math.invertLerp. So, und als invertLerp sagen wir einfach zwischen 0 und der View Distance. So, Komma.
Und dann nehmen wir einfach unsere Distanz, machen einmal Klammer, nehmen unsere Distanz, also v mal 2, sodass wir einen besseren Wert dazu kriegen. Und dann minus der View Distance. So, dass es dann mit dem Abstand abgezogen wird, dass wir dann wenn wir uns nähern, wir einen richtigen Wert bekommen und der es dann auch nicht zu klein ist. Dann setzen wir einmal die Farbe von unserem Map-Marker und das natürlich nur, wenn er halt noch nicht entdeckt ist. Also sagen wir jetzt hier set Color, dann einmal Klammern, Unterstrich, Base, Color, genauso geschrieben, denn so ist es dann beim Standard Undershader. Und dann sagen wir einfach nur New Color, Klammer, und dann machen wir nochmal eine Klammer und sagen einfach nur Indeckt. So, ist entdeckt, Fragezeichen. Wenn es entdeckt ist, einmal 1, ist es nicht entdeckt, also Doppelpunkt, dann sagen wir jetzt einfach einen dunkleren Wert. Ich habe nur 7 genommen, das war ein bisschen wenig, also ich würde ein bisschen mehr nehmen, ein bisschen weniger nehmen, aber das sagen wir jetzt einfach 0,7. So, dann können wir das einfach einmal kopieren, zack. So, dann können wir das einmal kopieren, machen Komma, kopieren das wieder rein, Komma und kopieren das auch wieder rein. So, und dann haben wir das schon. Dann haben wir automatisch eine dunkle Farbe, wenn es noch nicht entdeckt wurde, und wenn es entdeckt wurde, eine helle Farbe. Dann setzen wir einmal die Rotation unseres Childs-Objekts zu unserem Player, wie ich ja schon vorhin erwähnt habe. Also sagen wir co.local Euler Angel ist gleich player.local Euler Angel. Und schon haben wir die richtige Rotation, so wie es auch sein soll. Jetzt machen wir einmal die Größe, dass das Icon, wenn es auftaucht, erst klein ist und immer größer wird und so näher wir kommen. Also machen wir einmal eine Variable nochmal, ein Float, also sagen wir jetzt einfach i2, so. Und i2 ist dann math.invertLerp wieder mal, damit wir einen 0,1er Wert haben, und zwar von 0 bis ViewDistance, so. Und dann sagen wir bei hier einfach nochmal das Doppelte, was wir vorhin hatten. Also sagen wir hier nicht mal v mal 2, sondern v mal 4 minus View Distance. So, dass wir einmal da den doppelten Wert haben, also noch näher rangehen. So, dann können wir einmal co.local scale und dann passen wir die Größe an und dann nehmen wir einmal ein Vector free.lerp, um einmal zu sagen von Vector free.0, also von 0 bis, und dann haben wir ja schon unsere Größe ausgetestet, wie groß unser Icon ungefähr sein soll, also wissen wir dann ja die Werte, also sagen wir einfach new Vector free und dann tragen wir da die Werte ein, die wir haben, also bei mir 0,5, dann minus 9 und dann als Breite kann man da einfach sagen 0,1 f, so ist ja egal, so. Dann sagen wir hier einmal Komma und dann einfach nur dann sagen wir einfach nur 1 minus i2, denn wir wollen es ja abziehen, denn i2 wird ja immer mehr, ergo sagen wir einfach nur, wir wollen das einmal abziehen, so dass er dann von dem 0 zum Dings geht. Gut, dann passt er das auch schon an. Dann müssen wir natürlich einmal noch herausfinden, sind wir jetzt in der Nähe und entdecken dieses Objekt oder sind wir noch nicht nah genug dran. Also sagen wir einmal if, dann nochmal Klammern und dann sagen wir transform.position minus player.position, dann hinter die Klammer sqr magnitude und dann sagen wir kleiner oder gleich, nochmal Klammern und dann sagen wir da minimal dist id mal minimal dist id. So, einmal mit der minimale Distanz in Quadrat. Und dann haben wir auch schon den Abstand. So, und natürlich noch abfragen, und ist er noch nicht entdeckt? Denn ansonsten brauchen wir das ja gar nicht überprüfen. Also Aufrufezeichen entdeckt. Und wenn das der Fall ist, sagen wir einfach nur indeckt gleich true. Ne, jetzt hat er Index da geschrieben. Toll. Indeckt. So. Ist gleich true. So. Und dann haben wir das auch schon alles. Mehr brauchen wir da gar nicht. Dann brauchen wir noch natürlich was, damit wir etwas sehen können. Also sagen wir hier einmal on draw gizmos, dass wir da in der Hierarchie, also im Editor, auch was sehen können. Also sagen wir da einmal gizmos.color ist gleich color. Und dann sagen wir einfach nur gizmos.draw Sphäre. Und zwar einmal an unserer Transform.Position mit Radius. So.
Und dann können wir auch was sehen. So. Dann haben wir das ja auf unseren Marker draufgezogen, auf unseren jeweiligen Marker. Und dann können wir davon ein Prefab erstellen und können die jeweils immer wieder für die Stadt oder für eine Höhle, können wir dann ein neues Icon hinzufügen. Dann natürlich noch den Draw Layer einstellen, dann so die View-Distanz einstellen, etc. Und dann einstellen, ist das schon von Haus aus entdeckt oder ist es noch nicht entdeckt. So. Dann haben wir ja noch unseren Kompass Target, also unser Quest-Marker, das zum Beispiel sich immer mitbewegt mit dem Ziel, was zum Beispiel eine Person sein kann, aber auch eine Stadt sein kann oder ein Ort sein kann, etc. Und wir haben natürlich noch einen Marker, den wir selbst über die Map setzen können. Falls ihr wissen wollt, wie man das macht, so mit Marker setzen und so, habe ich auch schon ein Tutorial gemacht. Einfach mal in die Playlist gucken für Tutorials, dann seht ihr das, wird man schnell finden. Heißt einfach nur Map mit Map-Marker, also ja, gut. Damit wir jetzt nicht zwei unterschiedliche Sachen extra machen müssen, ballern wir das in ein Skript rein. Wir haben ja da eine Kopie von unserem Dings, von unserem Markerobjekt und das nennen wir einfach um in Kompass Target und dann machen wir auch einfach ein Kompass Target Script. Und das Kompass Target Script weicht etwas ab logischerweise, denn es muss ja gar nicht so viel können wie unser Dings, wie unser richtigen Kompassmarker. Also sagen wir hier einmal ein Public Boolean und zwar um zu markieren, ist es ein Quest Marker, also Quest Marker. Ich drücke mal W. Also ist er ein Quest Marker oder nicht? Dann packen wir da einfach schon ein Sprite Array rein, so dass wir bestimmen können, welches Icon er jetzt nehmen soll, das für den Quest oder das für den Marker. Also haben wir hier ein Array aus Sprites, Icon. Dann natürlich wieder den Draw Layer nicht vergessen, also Draw Public Float, Draw Layer, so. Dann brauchen wir natürlich noch das Transform für unser Target, was wir übergeben, wenn wir dann zum Beispiel die Quest setzen und sonst was. Also sagen wir hier Public Transform Target, so. Dann wieder die typischen Zeichensachen, also so, dass wir das im Editor halt sehen können. Da sagen wir jetzt einfach hier wieder 5 und dann wieder die Gaudi Float.Radius und dann nochmal Public Color, so dass wir das dann sehen können. Ups, Public Color und Color. So. Und dann wieder wie gehabt, einmal unser Transform von dem Player und einmal den Transform von unserem Child Object, also einmal den Player und einmal unser Co-Objekt. Und dann natürlich einmal das Material.m. Und da können wir jetzt eigentlich dasselbe machen wie beim Quest Marker. Das ist einfach auf dieselbe Art und Weise. Wir können einfach nur hier einmal unser Behavior Script und unsere Array Methode einmal kopieren. Das hier einmal beim Kompass Target reinballern. Bumm. Nur wir müssen hier einmal die Klasse umbenennen. Wir müssen einmal sagen, dass die jetzt nur noch PF heißt, weil sonst gibt es Compiler-Verwirrung, Compiler-Errors. Und hier natürlich nicht C-Marker, sondern dann Kompass Target sagen, statt C-Marker. Und hier dann natürlich auch statt PFS sagen wir nur PF einfach, so dass es da keine Verwirrungen in Compiler gibt. Und auch statt getComponent C-Marker sagen wir Kompass Target. So, und dann haben wir das Ganze auch schon wieder wie gehabt. Bei der Startmethode können wir eigentlich auch wieder komplett alles kopieren. Also einfach hier die gesamte Startmethode einmal kopieren. Zack, dann wieder zum Target gehen und dann hier reinballern. Das war's auch schon. Dann haben wir genau denselben Effekt eigentlich und der einzige Unterschied ist, dass wir hier natürlich ein Array haben und bei diesem Array müssen wir dann natürlich jetzt eingeben, ob welches Icon er nehmen soll. Also sagen wir jetzt hier einfach einmal das hier wegmachen und dann machen wir einmal Klammern und sagen einmal Quest Icon, Quest, ist es ein Quest Marker, Fragezeichen. Ist es ein Quest Marker, dann nimmst du den aus Array 0. Die Textur, Doppelpunkt, ist es kein Marker, dann nimmst du bitte die zweite Textur, so. Und das war es dann auch schon. So, nochmal eine Klammer, und dann haben wir das auch. Und beim Update müssen wir jetzt nichts Großartiges machen, da sagen wir einfach nur Update und dann fragen wir einfach nur ab, if Quest Marker, so, ich scroll mal runter, Entschuldigung. Also ist es ein Quest Marker? Wenn ja, dann sagst du einmal transform.position ist gleich new vector 3
Und dann sagen wir einfach nur Target Transform. Nicht Transform, Entschuldigung. Einmal Target Position.x, und dann sagen wir da natürlich nicht das Target y, sondern unser Transform y, also von unserem Marker-Objekt. Also nicht von unserem direkten Marker-Objekt, von unserem Zielobjekt. Da sagen wir dann Transform.position.y, so dass es immer auf derselben Höhe ist. Und dann sagen wir einfach nur Target Y, also .Target Position, nicht Y, Entschuldigung, ich meine Z, excuse me. So, ich hoffe, man sieht das jetzt auch. Wahrscheinlich nicht, weil ich reinzoome. So, jetzt sollte man es sehen. Gut. Und dann, damit unser Quest-Marker oder unser Map-Marker immer etwas im Vordergrund ist als unser eigentliches Ziel, wie wenn unser Ziel eine Stadt ist oder eine Höhle ist oder so, oder ein Spieler ist, sagen wir bei Z einfach nochmal minus 0,01f, so dass es wirklich nur ein Hauch weiter nach vorne ist und immer in der Front of this Icon ist, also dass er immer ein bisschen weiter nach vorne ist. Dann natürlich wieder das nochmal rotieren lassen, unser Core-Objekt, also Local Euler Angels ist gleich Player.Local Euler Angels, sodass sich dieses Icon auch mitdreht. Und das haben wir dann auch alles. Dann können wir das auf unser auf unseren Kompass-Target-Objekt draufsetzen und können dann zum Beispiel die Quest-Marker, jeweils wenn wir dann den Quest-Marker instanzieren, setzen wir dann immer das Target zu dem jeweiligen Objekt, wo das halt jetzt gerade ist. Und wenn es halt kein Quest-Marker ist, also einfach den Haken wegmachen, dann ist es ein Dings-Icon, also ein Map-Marker. Wie gesagt, ich habe schon Tutorial gemacht, wie man so Map-Marker setzt. Und das war es dann auch schon im Großen und Ganzen. Eine gute Gaudi, hat gut lange gedauert. Was sagt denn OBS? Ach, 40 Minuten, ach, das geht auch noch. Da habe ich mich aber beeilt. Zum Glück habe ich nicht alles direkt gezeigt, sonst würde es noch länger dauern. Aber dann haben wir hier auf jeden Fall die Icons, die wir reinsetzen können und die Marker. Und dann haben wir da natürlich ein Prefab von unseren jeweiligen Map-Markern, die wir dann individuell immer verändern können. Wir müssen zum Beispiel diese Kreise, können wir entweder gigantisch groß machen und die ganze Stadt zum Beispiel zu markieren oder sonstiges. Wir müssen die nicht mal unbedingt so direkt machen, wir können sie auch nur transparent machen. Und dann kann man die zum Beispiel, jetzt hier ist zum Beispiel das Stadt-Icon ausgelöst. Und dann könnte man da zum Beispiel den Marker einmal hier so über die Stadt machen und dann einfach hier so die ganze Stadt einfach markieren, so dass man weiß, diese Stadt ist hier dieser Stadt-Icon, so diese Stadt ist damit gemeint. Kann man dann alles gut damit setzen. Gut. Und so haben wir dann das Bethesda-Kompass-System von Fallout und Skyrim und wie Elder Scrolls und so nachgemacht. Gut. Ich hoffe, es hat geholfen. Ich hoffe, es findet Verwendung. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder Bethesda auf die Schliche kommen und weitere Mechaniken von ihnen kopieren. Wir können ja noch das Quest-System kopieren, das Quest- und Dialog-System. Das kann man ja auch nochmal kopieren. Und was haben die noch Besonderes? Haben die noch was Besonderes? Stimmt, die Hacking-Terminals. Stimmt, die kann man auch kopieren. Machen wir noch. Wir kopieren einfach Bethesda. Weil ich verstehe gar nicht, wofür die eigentlich Geld kriegen. Ich mache das umsonst. Also... das war's und das war die Mühe und die Not, also und dafür haben die so lange gebraucht. Wow. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.